Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Gestern hat diese Club-WM für mich und für viele andere so richtig gestartet. Was für ein Spiel. Eigentlich wollte ich aus Real Madrid-Sicht nur schauen, wie sich unser neuer linker Verteidiger, so wie es aussieht, Álvaro Carreras anstellt. Und was ich anstatt dessen bekommen habe, ist das, was ein Fußballherz höher schlagen lässt. Tore, Zweikämpfe, Feuer, Fans, rote Karten, Elfmeter, Rudelbildung. Alles, was das Fußballherz begehrt, hat uns gestern dieses Benfica Lissabon gegen Boca Juniors geliefert. Und das war gerade einmal der Anfang. Also, die Kritiker, die bis gestern dieses Turnier so kritisiert haben, ich glaube, die haben sich gestern selber hinterfragen müssen. Naja, wie dem auch sei, wir werfen heute natürlich einen Blick auf die Club-WM. Danach unterhalten wir uns darüber, dass es endlich Gerichtsstrafen gegeben hat gegen die 4 Atletico Madrid-Fans, die Puppe von Vini damals von der Brücke gehangen haben. Ich hoffe oder ich glaube, ihr könnt euch alle noch dran erinnern, aber die Justiz hat gestern gesprochen und es gab sogar Gefängnisstrafen. Was da los ist, verrate ich euch natürlich im Video. Und zu guter Letzt, wir schauen uns auch das Training an etc. Da gab es einige wunderschöne Tore, unter anderem von Trent Alexander-Arnold, aber Arda Güler hat den Vogel abgeschossen. Naja, schauen wir uns gleich an. Und zu guter Letzt beantworten wir die Frage, was ist los mit Brahim Diaz? Wechselt er, verlängert er, was ist seine Rolle in der Mannschaft? Also es wird auf jeden Fall ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Stopp. Ich und mein treuer Helfer haben gerade beim Schnitt gemerkt, dass ich etwas vergessen habe. Und zwar wollte ich euch daran erinnern, dass der liebe Dihan und ich gestern die 4. Folge von unserem neuen Podcast Klein und Haarig aufgenommen haben. Die findet ihr auf Spotify. Ich schau mal, ob ich das unter diesem Video verlinken kann. Mario und Technik. Naja, wie dem auch sei, ich sag immer, aller Anfang ist schwer. Und die ersten 3 Podcast-Folgen, weiß ich nicht, da war ich noch, oder waren wir so ein bisschen holprig etc. Trotzdem waren die gut, also ich habe die gerne gehört. Aber gestern, für mich persönlich meine neue Lieblingsfolge. Wir haben uns unterhalten über Galatasaray Istanbul, über die Club-WM, über Florian Wirtz, über Vanille-Shakes mit Bacon, über Las Vegas etc., über unsere privaten Sachen. Also meine absolute Lieblingsfolge. Also ich kann jedem von euch nur empfehlen, sucht bei Spotify nach Klein und Haarig, hört euch alle Folgen an, aber speziell die 4. Und jetzt ab zum Video. Starten wir dieses Video erstmal mit einer dicken Entschuldigung von mir. Was hatte ich denn gestern bitte für einen Gehirnfurz? In meinem Kopf, während ich das Video gedreht habe, war Dienstag. Fragt mich nicht warum. Also natürlich werde ich heute keinen Livestream machen. Natürlich spielt Real Madrid nicht heute. Es tut mir leid. Danke für die ganzen Kommentare. Als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, was ist denn mit dir los gewesen? Naja, es tut mir auf jeden Fall leid. Natürlich ist heute erst Dienstag und morgen spielt Real Madrid. Morgen ist die Verlosung der Trikots. Und natürlich schauen wir uns morgen dann auch das Spiel von Real Madrid live in meinem Watchalong an. Ja, wie dem auch sei, sorry nochmal. Kommen wir auf die Spiele von gestern in dieser Club-WM. Zunächst einmal Chelsea gegen Los Angeles. Und ganz ehrlich, das war für mich ein langweiliges Spiel. Chelsea hat klar dominiert, war die bessere Mannschaft. Chelsea ist auch eine top besetzte Mannschaft. Top 4 Finish in der Premier League. Die haben das gemacht, was die machen mussten. Das, was zu erwarten war. Die haben Los Angeles im Endeffekt souverän mit 2:0 geschlagen. Also, ich war noch nicht so sehr gehypt. Dann war ich gestern unterwegs, kam abends nach Hause und habe mir dann Benfica angeschaut wegen Boca. Und ich habe hier eben im Vorwort schon was gesagt. Dass das ein Wahnsinnsspiel war. Intensität, Zweikämpfe, Rudelbildung, Tore. Also wirklich unglaublich. Die Südamerikaner leben den Fußball nochmal anders, vor allem die Argentinier. Die sind da in Zweikämpfe gerasselt. Hier hätte es in Europa gelbe und rote Karten gehagelt. Aber bei einer WM haben die Schiedsrichter nun mal ein bisschen eine weitere Schnur, also geben nicht so schnell Karten. Also als Fußballliebhaber hat mich dieses Spiel an alte Zeiten erinnert. Es hat Spaß gemacht. Boca Juniors war relativ schnell mit 2:0 vorne. Die Stimmung, die Fans eskaliert. Das Stadion hat vibriert. Das hat man
zu Hause gespürt. Die haben verrückte, geile Fans, die Boca Juniors, das muss man tatsächlich so sagen. Irgendwann hat denn Benfica Gas gegeben, hat dann im Endeffekt 2:2 gespielt. Vorher gab es rote Karten. Also ein wahnsinniges Spiel. Deshalb wollen wir die Club-WM. Und nicht vergessen, das war gerade einmal der Anfang. Das war ein Vorrundenspiel. Warten wir mal ab in diesem Turnier, bis die etwas besseren Mannschaften öfter aufeinandertreffen, die K.O.-Phasen etc. Also spätestens seit gestern ist meine Freude noch gehypter, als sie war. Ja, dann gab es um 3 Uhr morgens noch ein Spiel von Flamengo gegen Esperance. Flamengo hat mit 2:0 gewonnen. Ich habe noch nicht mal eine Wiederholung der Tore finden können. Ich habe mir die Statistiken angeguckt. Wenn man den Statistiken vertrauen kann, Flamengo hatte deutlich mehr Ballbesitz, deutlich mehr Torschüsse, deutlich mehr große Chancen. Also es schien verdient zu sein, aber viel mehr kann ich darüber nicht sagen. Wenn ihr da mehr gesehen habt, lasst das bitte gerne in den Kommentaren. Ja, und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, heute ist ein Fußballtag, wo man sich den Nachmittag frei halten sollte. Denn es fängt an um 18 Uhr mit Fluminense gegen Borussia Dortmund. Die Brasilianer gegen den Bundesligisten, bin ich auf jeden Fall schon gehypt. Beides sehr offensive Mannschaften. Also ich freue mich total auf das Spiel. Auf das Spiel, auf was ich mich aber noch mehr freue, ist heute aus Real Madrid Sicht um 21 Uhr River Plate gegen Urawa Reds. Und ganz ehrlich, ich schaue mir dieses Spiel an, weil ich sehen möchte, wie gut ist Franco Mastantuono wirklich. Der 17-Jährige, der bei River Plate der absolute Starboy ist. Also alleine deshalb werde ich mir das Spiel angucken. Aber ich muss auch zugeben, kurz danach werde ich dann ins Bett gehen, weil das Spiel um 0 Uhr Urawa gegen Malmö Downs Sundown, ich habe es bestimmt falsch gesagt, das werde ich mir nicht angucken. Und auch um 3 Uhr morgens das Spiel Monterrey gegen Inter. Vom Namen her könnte es man sich anschauen, vor allem Sergio Ramos Fußball spielen sehen, lohnt sich eigentlich immer, aber 3 Uhr morgens ist mir persönlich zu spät. Also das sind die Spiele der heutigen Club-WM. Ja, und wie gesagt, dann morgen spielt endlich Real Madrid, die Mannschaft, die gestern, das seht ihr im Hintergrund, dieses wunderschöne Trikot offiziell vorgestellt hat. Und ihr seht, für mich sieht es richtig geil aus. Auch ein Grund, warum ich es mir geholt habe. Es ist schön dunkelblau mit den grauen Streifen. Die goldenen Streifen etc. oder vor allem auch die grauen an der Linie sollen ein bisschen an Santiago Bernabéu erinnern. Das ist das Konzept hinter diesem Trikot. Also ich finde es wunderschön und nicht vergessen, morgen bei meinem Livestream ist es eins der Trikots, die ich verlosen werde. Also schalte morgen auf jeden Fall ein. Ja, wer morgen auch einschalten soll, wenn es nach mir geht, ist der liebe Feel the Game. Denn das ist die Zuschauerfrage, die ich mir für mein Video heute ausgesucht habe. Und zwar hat er geschrieben: Brahim, neuer Vertrag, coming soon. Was hältst du davon? Für mich ist er eher ein Verkaufskandidat. Er hat nicht die Qualität, um bei Real Madrid Stammspieler zu sein. Da bin ich mir sicher. Also zunächst einmal vielen Dank für deinen Kommentar. Und jetzt kommen wir zur Antwort. Das passt nämlich perfekt in mein nächstes Kapitel dieses Videos. Was ist los mit Brahim? Gestern Morgen erschien noch ein Artikel, in dem stand: Arsenal und Manchester United wollen beide Brahim, dass er in der Premier League sehr gefragt ist. Arteta hat letztes Jahr schon mal 70 Millionen Euro für ihn geboten. Arteta ist ein ganz großer Brahim-Fan und dass die Premier League deutlich hinter ihm her wäre. Ja. Und dann, 2-3 Stunden später, postet Fabrizio Romano: Real Madrid befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen neuen Vertrag mit Brahim Diaz. Der Spieler hat bereits zugestimmt, zu bleiben und zu verlängern. Eine Einigung ist fast erzielt. Die Gespräche dauern seit 2 Wochen. Der nächste, Thibaut Courtois. Ja, ihr habt es selber gehört. Auf der einen Seite hieß es noch, die Premier League will ihn, aber Fabrizio Romano hat die Madridistas auf der Welt beruhigt. Nein, Brahim Diaz steht kurz vor einer Vertragsverlängerung. Ja, und auf die Frage nochmal zurückzukommen: Hat ein Brahim Diaz die Qualität, Stammspieler bei Real Madrid zu sein? Schwer. Gehe ich sogar mit dir. Ich glaube nicht, dass ein Brahim Diaz Stammspieler wird. Aber damit eine Mannschaft wie Real Madrid funktioniert, brauchst du Leute, die eine unglaubliche Qualität haben, die bei anderen Mannschaften wahrscheinlich der beste Spieler wären oder unangefochten Stammspieler, die freiwillig bei Real Madrid 60, 70, 80% der Spiele auf der Bank sind und trotzdem ein Lächeln haben, trotzdem beim Training alles geben und trotzdem wissen, dass sie ein wichtiger Teil
der Mannschaft sind. Eine Mannschaft funktioniert nun mal nicht so, dass es nur Superstars geben kann. Das würde zu absolutem Chaos führen. Eine Mannschaft, wie gesagt, wie Real Madrid, lebt von solchen Spielern. Leute, die bereit sind, für Real Madrid ihren persönlichen Erfolg ein bisschen hinten anzustellen. Das sind Spieler, denen mein absoluter Respekt gilt, und auch ein Brahim Diaz. Der hätte locker die Chance, nach Leverkusen, nach Dortmund, wo auch immer hinzuwechseln und da wahrscheinlich der beste oder einer der besten Spieler zu sein. Aber nein, er ist freiwillig bei Madrid. Er weiß, er wird nicht viel spielen oder nicht die Minuten, die er woanders spielen würde. Aber wie gesagt, unverzichtbar für Real Madrid. Solche Transfers oder solche Vertragsverlängerungen sind mit die mich am meisten freuen. Also, um deine Frage zu beantworten, hat er unbedingt die Qualität, absoluter Stammspieler zu sein bei Real Madrid? Glaube ich auch nicht, aber sind Spieler wie Brahim unverzichtbar? Ja, und diese Vertragsverlängerung, diese Nachricht von Fabrizio Romano hat mich persönlich sehr gefreut. Ja, und ich bin auch natürlich gespannt, wie seht ihr das? Lasst bitte eure Meinung zu dieser Vertragsverlängerung von Brahim bitte in den Kommentaren. Ja, und kommen wir jetzt zum nächsten Teil, zum Training von Real Madrid. Das ist zurzeit mein Lieblingsabschnitt in den Videos, weil ich die Trainings von Xabi Alonso so feiere, und auch jetzt habe ich das Training von gestern für euch mit Originalton, so wie ihr es liebt. Und am Ende zeige ich euch noch 2 Tore. Eins von Trent Alexander-Arnold, wo ich schon dachte, was haben wir da bitte für einen Baller gekauft? Aber schaut euch mal bitte das letzte Tor an von Arda Güler. Ist der Junge bekloppt? Also, viel Spaß beim Training. Was ist mit Adler los? Scheppert der den Ball denn bitte da genau in den Winkel? Absoluter Traumschuss. Ja, wie dem auch sei, es macht Spaß wieder, dass die ganze Truppe zusammen ist, dass Vini wieder zurück ist, Arda, André Lunin etc., dass die Mannschaft wieder zusammen ist. Und wenn ich diese Trainings sehe, die Intensität, wie Xabi Alonso da mittrainiert, Anweisungen gibt, ich habe so eine Vorfreude auf morgen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich gestern in meinem Unterbewusstsein schon gehofft habe, dass Dienstag ist. Aber nein, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Morgen Abend spielt Real Madrid. Ich bin unendlich gehypt. Ja, also wie ihr hört, sehr viel Positives, gute Laune. Und jetzt kommen wir zum Thema, was mich persönlich, es hat mich gestern zwar glücklich gemacht, aber es hat mich auch wieder geärgert, weil es die Erinnerungen in meinem Kopf hochgerufen hat. Und zwar rede ich über diese Situation vor dem Pokalspiel von Real Madrid und Atletico Madrid, als Atletico Madrid Ultras, also Fans, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich diese Individuen bezeichnen soll. Ich lasse sie mal im Hintergrund laufen, da seht ihr die gestern vom Gericht runterrennen. Naja, die wurden gestern bestraft. Und zwar gab es ein Gerichtsurteil gegen diese 4 Vollidioten, die damals die Puppe von Vini von der Brücke gehangen haben. Ja, und was es dazu gibt, da gibt es einen Zeitungsartikel, lesen wir uns den zusammen einmal durch.
Die Täter des Vinicius-Hängermotivs wurden wegen Hassverbrechen verurteilt. Das Gericht verhängte Gefängnisstrafen, Geldstrafen, Sperren und Disqualifikationen wegen Hassverbrechen und Drohungen im Anschluss an die rassistische Tat vor der Copa del Rey Derby 2023. 4 Personen wurden wegen Hassverbrechen und Drohungen gegen Vinicius Junior verurteilt, nachdem sie in den frühen Morgenstunden des 26. Januars 2023, wenige Stunden vor dem Copa del Rey Derby zwischen Real Madrid und Atletico Madrid, eine Puppe mit seinem Trikot aufgehängt und damit eine Hinrichtung simuliert hatten. Die La Liga meldete die Tat, die als zweifellos beleidigend und bedrohlich eingestuft wurde und von Beginn des Verfahrens an Anklage erhob. Das Madrider Provinzgericht verhängte Gefängnis- und Geldstrafen sowie ein Kontakt- und Kommunikationsverbot mit dem brasilianischen Spieler. Einer der Angeklagten erhielt die härteste Strafe: 15 Monate Gefängnis wegen Hassverbrechens und weitere 7 Monate wegen Drohungen, weil er die Bilder der hängenden Puppe im Internet verbreitete und so deren Wirkung und Verbreitung verstärkt hatte. Die anderen 3 Verdächtigten wurden wegen Hassverbrechens zu 7 Monaten Gefängnis und wegen Drohung zu 7 Monaten Haft verurteilt. Zudem wurden sie zu einer Geldstrafe von 1.084 € für die Person, die die Botschaft online verbreitet hatte, und 720 für die anderen Personen. Ja, danach geht der Artikel noch weiter ein. Die haben auch ein Stadionverbot bekommen, die dürfen sich 4 Stunden vor Spielbeginn nicht mehr in der Nähe von irgendeinem La Liga-Stadion befinden, auch 4 Stunden danach nicht, sei es von La Liga der Männer, sei es von La Liga der Frauen. Die dürfen sich auch, solange diese Strafe gilt, an Vini nicht bis auf 1000 Meter nähern, keine Kontaktaufnahmen etc. Also die Strafe geht noch ein bisschen weiter. Ja, und warum ist diese Strafe so ausgefallen? Die ist nämlich relativ mild noch ausgefallen, weil die einen Entschuldigungsbrief geschrieben haben an La Liga und an den Spieler. Deshalb sind es Bewährungsstrafen, die haben aber auch Bewährungsauflagen, wo die über ihre Taten nachdenken müssen. Und auf der einen Seite habe ich ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite bin ich froh, dass die verurteilt wurden, dass die Liga, dass die spanische Justiz ein klares Zeichen gesetzt hat, dass so etwas in unserer Gesellschaft im Jahr 2025 überhaupt nichts mehr zu suchen hat. Auf der anderen Seite bin ich persönlich enttäuscht. Ich hätte mir wesentlich härtere Strafen gewünscht. Die haben eine Puppe mit einer Schlinge um den Hals und dem Trikot von Vini Junior von einer Brücke gehangen. Im Jahr 2023. Was ist denn bitte falsch bei denen? Und auch die Geldstrafen erschienen mir viel zu gering. Ich meine, das Gericht muss einen Tagessatz ansetzen. Die haben 4 € Tagessatz angesetzt. Wahrscheinlich sind die alle arbeitslos, weil wer macht denn sowas? Naja, jetzt nichts gegen Arbeitslose, aber es gibt normale Arbeitslose und es gibt solche, die Puppen von der Brücke hängen. Also, naja. Das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Ich hätte mir wesentlich härtere Gefängnisstrafen gewünscht, damit ein Zeichen gesetzt wird, dass so etwas in der Gesellschaft keinen Platz hat. Das ist menschlicher Abschaum, wer so etwas macht. Also wie gesagt, auf der einen Seite happy, dass es ein Gerichtsurteil gab, auf der anderen Seite für mich viel zu wenig. Naja, vielleicht übertreibe ich es auch. Lasst dazu bitte eure Meinung gerne in den Kommentaren. Ja. Das war's zum heutigen Video. Viele verschiedene Informationen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video sagt. Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, teilen, follow, liken. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen wieder bei meinem nächsten Video und spätestens morgen Abend bei meinem Livestream. Bis dahin. Hola Madrid! Irgendeiner von euch hat gesagt, ich habe das gestern zu leise gesagt. Also ich hoffe, das war laut genug.